Hallo zu Hause an den Empfangsgeräten. Wunderschöner Tag heute zum Motorradfahren. Wir sind für euch unterwegs auf der Alp mit den neuen 125er Naked Bikes. Mit dabei haben wir Iris und Shoshi. Iris, junge weibliche Verstärkung in der Redaktion, und sie war mit der KTM Duke 125 unterwegs. Iris, erste Eindrücke von der neuen Duke. Wie hat sie dir gefallen? Mega geiles Ding. Ich würde sofort nehmen als Straßenflitzer, als Stadtflitzer. Die fährt super, die ist super leicht und handlich. Wäre absolut mein Ding. Gefällt dir also, ja? Ja, auf jeden Fall. Auch optisch. Das Licht vorne, finde ich, ist der Reißer. Ja, du sprichst schon an, Voll-LED-Scheinwerfer an der 125er, das ist ein Riesen-Feature. Wir haben außerdem ein LCD-Display. Wie gefällt dir das? Ist es ablesbar hier in der Sonne? Auf jeden Fall. Also ich bin auch immer froh über eine Ganganzeige. Ist zwar albern, aber die gibt mir Sicherheit. Und das Display ist super lesbar und mitunter am besten gefällt mir die Ganganzeige, weil es haben nämlich die anderen beiden nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist richtig. Vielleicht mal zu den Eckdaten noch. Also Iris spricht schon an, die Ganganzeige ist nicht zu unterschätzen, denn die haben natürlich alle 15 PS, und wenn wir hier flüssig unterwegs sind auf der Alp, da ist es wichtig, also stets im richtigen Gang unterwegs zu sein. Genau. Kommen wir mal zur Aprilia. Shoshi war mit der Aprilia unterwegs. Shoshi, auf dem Rad steht #BeARacer. Ist die Aprilia das Rennmoped hier im Feld? Rein optisch natürlich schon, nur was die technischen Eckdaten und sage ich mal, die Hardware betrifft, wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Kannst du das erläutern? Naja, also ich bin ja einer der kritischen Sorte. Man hätte dem Motorrad etwas bessere Reifen spendieren können, und der Motor kommt mir auch ein wenig schwachbrüstig vor im Verhältnis zu den anderen zwei. Okay, bleiben wir direkt mal bei den Reifen. Das ist ein Mitas C25 Bogart. Du sagst, bessere Reifen wären wünschenswert. Wo liegt das Problem? Naja, dass der Reifen eben, wie gesagt, relativ schnell warm wird, zu warm wird und dann anfängt zu schmieren. Aber das ist ja nur Jammern auf hohem Niveau. Es geht einfach auch darum, dass er natürlich auch im Nassen sehr, sehr schlechten Grip hat. Es geht einfach auch nur darum, man sieht es an der KTM, man gibt sich Mühe, man verbessert das Motorrad im Detail, man macht gute Reifen drauf, ein gutes Gesamtpaket zum fairen Preis. Dann kann man das bei den anderen Motorrädern eigentlich auch erwarten. Vollkommen richtig. Also auf der KTM ist ein Metzler M5, das ist ein guter, moderner Premium-Reifen. Bei dem Mitas sind wir uns da nicht so ganz sicher. Kannst du vielleicht mal ein paar Worte zum Fahrwerk, zum Chassis von der Tuono sagen? Ja, es ist gewohnt gut, wie bei Aprilia auch gewöhnt. Die Verarbeitung ist auch solide. Es ist im Grunde rundherum eigentlich gut, nur dass es eben an den Details, an den entscheidenden Details einfach gespart wurde. Ja, kommen wir vielleicht mal zur Yamaha, zur 125er, auf der bin ich unterwegs gewesen, und da hake ich direkt mal ein. Ich war auch ein paar Meter jetzt schon mit der Aprilia unterwegs und muss sagen, tatsächlich der Yamaha-Motor fühlt sich in der Mitte ein bisschen kräftiger, ein bisschen spritziger an. Er läuft auch ein bisschen vibrationsärmer, also das ist das schönere Aggregat. Thema Erstbereifung, die Yamaha trägt einen Michelin, auch das ist ein guter Reifen, aber auch der braucht Temperatur. Also es ist kein Reifen, der kalt schon voll da ist. Davon abgesehen, die Yamaha ist jetzt das älteste Motorrad hier, die kam vor 2 Jahren schon mit der Euro 4 Homologation. Und man muss sagen, man spürt also deutlich, dass sie von der R125 abstammt. Die hat die aggressivste Sitzposition, das Sitzpolster ist sehr hoch, der Lenker relativ niedrig, das ist sportlich. Für den Alltag, man höre und staune, ist die Aprilia das komfortablere Motorrad und die KTM sowieso. Ja, so viel vielleicht mal zu unserem ersten Fazit. Wir gehen jetzt noch ein bisschen fahren und geben zurück ins Studio. So, hallo aus dem Studio und von unserer schönen grünen Samtcouch. Wir waren noch fleißig auf der Alp unterwegs, testen und haben da diesen echt spaßigen 125er Roadster nochmal richtig auf den Zahn gefühlt.
Unsere Erkenntnisse. Shoshi ist ja mit der Aprilia ein bisschen hart ins Gericht gegangen und man muss schon sagen, die Erstbereifung ist nicht ideal. Davon abgesehen spürt man dem Moped schon seine Abstammung oder die, sagen wir mal zumindest eine Verwandtschaft mit der großen Tono an. Also die Ausmaße, nicht nur das Design, sondern auch die Ergonomie, breiter Lenker, aufrechte Sitzposition. Das ist echt sehr, sehr nah dran an der 1100er Tono und das fühlt sich richtig gut an. Und auch das Chassis hat diese magische Aprilia-Mischung aus Stabilität und Neutralität. Das fährt richtig schön. Dem Motor fehlt es im Vergleich besonders mit der Yamaha ein bisschen an Druck in der Mitte. Er braucht viel Drehzahl, aber das ist sportlich. Dafür ist der Verbrauch allerdings auch ein bisschen höher. Also motorisch kommt die Aprilia nicht ganz mit. Da ist auch die KTM besser, die zudem am wenigsten verbraucht. Und die überhaupt, wie die Aprilia, auch einen mega erwachsenen Auftritt hat. Also so ein Gitterrohrrahmen, das Display hatten wir schon, das Licht. Fette Bereifung, vor allem aber einen guten Reifen drauf. Das muss man in der Klasse schon lange suchen. Also die 125er Duke ist eigentlich so das am meisten Motorrad in der Klasse so. Das fährt nicht so handlich wie die Yamaha, aber für sich genommen immer noch sehr, sehr easy und vor allem aber stabil. Also die KTM ist richtig leicht zum Fahren. Hat eine super Bremse, hat ein super ABS, das man sogar abschalten kann, wenn man das will. Die Federelemente passen. Also das ist, ja, die Duke ist am meisten Motorrad. Am meisten Motor hat aber die Yamaha. Also den Motor spürt man an, der ist langhubiger, der hat mehr Druck in der Mitte, der liegt immer 2-3 PS über den gesamten Drehzahlbereich, außer ganz oben vor der Aprilia. Und das merkt man wirklich. Also die ist flotter, die ist zudem 10 Kilo leichter als die anderen zwei, die Yamaha. Und das bedeutet, man hat schon ein bisschen bessere Fahrleistung bei den erlaubten 15 PS. Zudem ist das Chassis super handlich, handlicher als die anderen zwei. Ein bisschen auch, weil sie leichter ist. Und überhaupt ist die Yamaha das kompaktere Motorrad. Optik ist Geschmackssache, steht jedem offen. Wir haben den Test gemacht an der Applauskurve, da kamen eigentlich die Duke und die Aprilia am besten weg. Technisch gesehen muss man aber sagen, dass die Yamaha, auch weil sie die beste Bremse hat, super Bremse, die echt einem größeren Motorrad auch gut stehen würde, technisch ist die Yamaha vorne.